wenn du Fotos zum Zeichnen benutzt, ist das noch Kunst? Lukas war letztens hier und hat sich eine Tätowierung abgeholt und hat mich gefragt, wie ich denn meine Bilder zeichne. Er hat sich eine Tätowierung aus meinem eine Skizze aus meinem Skizzenbuch rausgesucht, die wir dann zu einer Tätowierung gemacht haben. Und ich habe ihm dann erklärt, er wollte halt wissen, wie ich auf diese Bilder komme oder wie ich generell die Skizzen mache, woher ich das Wissen habe, sozusagen. Und ich habe es ihm erklärt, dass ich Referenzbilder benutze. Ich habe zwar eine gewisse Bibliothek an Bildern in meinem Kopf gesammelt, das heißt, ich kann grob eine zum Beispiel Eule schnell aufzeichnen, aber es fehlen dann natürlich eine ganze Menge an Details. Und für die Details brauche ich definitiv Bilder, die ich mir anschauen kann, um zu schauen, okay, eine Eule hat halt so ein Gefieder oder so ein Muster oder dort sitzen die Augen oder so und so sieht der Schnabel aus. Ich arbeite natürlich hart daran, möglichst viel aus dem Kopf zeichnen zu können, aber das ist eine Lebensaufgabe und es ist natürlich überhaupt kein Verbrechen. Frage direkt geklärt, Referenzbilder zu benutzen, auf gar keinen Fall. Weil, wenn man auf die Geschichte der Kunst zurückblickt, die Mona Lisa war auch eine Art Referenzbild. Sie saß natürlich direkt vor dem Künstler. Aber wir kopieren die Natur oder echte Bilder durch unsere Linse als Künstler und mit unserer Handschrift. Und wenn ich eine Rakete zeichnen möchte, dann muss ich mir halt auch ein paar Raketen angucken. Ich kann grob natürlich irgendwie was aufzeichnen, aber wenn ich genau wissen möchte, wie eine Rakete aussieht, dann muss ich mir ein paar Bilder angucken. Und die nutze ich dann natürlich, um besagtes Bild schöner zu zeichnen. Durch meine Linse mit meiner Handschrift. Lukas hat zum Beispiel sich diese Eule hier geschnappt. Und was man direkt sagen kann, ist, die Eule ist natürlich, also ich habe das Bild natürlich nicht 1:1 abgezeichnet von der Eule, weil so wie ich es euch gerade gezeigt habe, findest du kein Bild im Internet von einer, Schleiereule, Schneeeule, die so aussieht. Natürlich nicht. Das ist durch meine Linse, durch meine Handschrift verändere ich das Ganze. Und ich zeige euch natürlich dann auch noch, wie die Tätowierung dazu aussieht, was wir daraus gemacht haben. Was steht da oben? So, und auch die Tätowierung ist nochmal ein Stück anders als die Skizze selbst. Das heißt, ich habe ein Referenzbild benutzt, um eine Eule zu zeichnen. Die habe ich mithilfe meines Stils, meiner Handschrift, meiner Wahrnehmung oder wie ich sie darstellen möchte, gezeichnet. Und beim Prozess des Tätowierens habe ich das Ganze nochmal geändert, nochmal Sachen hinzugefügt, die aus dem Ganzen halt irgendwie nochmal ein anderes Bild gemacht haben. Und Referenzbilder zu benutzen ist kein Verbrechen, auf gar keinen Fall. Für mich auf jeden Fall nicht. Was ich aber versuche, ist, ich versuche nicht die Bilder komplett, also ich kopiere die nicht, Punkt 1. Punkt 2, ich zeichne die nicht ab und packe sie aufs iPad und zeichne dann, ich pause die ab, ne, oder mit Transparentpapier und übernehme haargenau das, was ich da sehe, dann brauche ich das auch gleich gar nicht machen, das Zeichnen. Nein, ich habe das Bild vor mir und zeichne, was ich sehe. Versuche zu zeichnen, was ich sehe. Warum mache ich das? Ich möchte lernen und ich möchte meine Hand-Augen-Koordination schulen und ich möchte mein Muscle Memory schulen und meine Fähigkeiten einfach weiterentwickeln. Und je mehr ich das mache, desto mehr kann ich von vornherein, zum Beispiel bei Besprechungen mit Leuten, wenn wir uns zusammen an den Besprechungstisch setzen, kann ich dann natürlich aus dieser kleinen Bibliothek im Kopf schöpfen
und Dinge schnell auf Papier bringen, die nicht super detailliert sind, aber die eine grobe Skizze darstellen, wo sich der Kunde schneller vorstellen kann, so und so könnte meine Tätowierung aussehen. Also Referenzbilder benutzen ist in Ordnung, definitiv. Und ist wichtig, absolut wichtig, um sich zu verbessern, um zu lernen. Die einfach nur zu kopieren, ja, ob das Kunst ist, steht auf einem anderen Blatt, ist fraglich. Aber sein eigenes Ding daraus zu machen, geht auf jeden Fall als Kunst durch. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal.